Hate klickt sich so gut. Soll ich mal was zerreißen? Also ich persönlich brauche den jetzt nicht. Die größte Katastrophe seit Menschheitsgedenken. War das jetzt brutally honest? Wird nie wieder mit mir zusammenarbeiten? Bekomme ich Unterlassungsklagen? Wir werden es sehen. Eigentlich fand ich mich ziemlich nett. Braucht man den? Nein. Hi, willkommen zurück. Im heutigen Video gehen wir mal weiter mit der Reihe Brutally Honest Reviews von Sachen, die ich in den letzten paar Wochen zugeschickt bekommen habe oder mir gekauft habe oder was auch immer. Die letzte Folge davon war sehr, sehr positiv. Schon fast ein bisschen erschreckend positiv. Vielleicht wird diese ja ein bisschen anders. Zum Einstieg. Hi, ich bin der Richie. Ihr seid bei Right Sense gelandet. Auf meinem Kanal geht es um ungewöhnliche und außergewöhnliche Düfte, die vielleicht nicht von der breiten Masse gehypt, getragen und besprochen werden. Dementsprechend wird es hier ein bisschen spezieller häufiger mal. Wenn das was für dich ist, würde ich mich total freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Und wenn dir das Video gefällt, das Video auch gerne mit einem Daumen nach oben bewerten. Als kleiner Disclaimer, nur weil ich einen Duft vielleicht nicht mag, heißt das nicht, dass es ein schlechter Duft ist. Alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung. Ich versuche es so zu formulieren, dass ich nicht so Sachen sage, wie dass der Duft schlecht ist oder sowas. Duft ist subjektiv. Was mir gefällt, muss nicht dir gefallen und andersrum dementsprechend. Aber starten wir doch einfach mal rein, weil es kam jede Menge Zeug rein. Wir gehen einfach mal der Reihe nach. So vor 1,5 Monaten oder sowas habe ich den neuen Nectar Olfaktiv zugeschickt bekommen, den Serrana. Und ich muss sagen, ich bin wirklich kein fruchtiger Mensch, ne? Also ich mag es nicht so fruchtig. Aber wenn fruchtiges Oud, dann doch gerne so. Also der Serrana ist so Mango mit Oud und keine Ahnung, was da noch alles drin ist. Wahrscheinlich Litchi und Johannisbeere und hast du nicht gesehen. Der ist richtig geil. Also der gefällt mir richtig gut. Passionsfrucht und Oud sind wir jetzt alle, glaube ich, auch so ein bisschen müde geworden, zumal das jetzt auch überall aufgegriffen wird. Mango und Oud, ja, geil. Also der hier gefällt mir richtig gut. Absolute Überraschungshit, auch mit richtigen Oud mit drinne. Ja, doch. Also, der kann was. Top. Wenn du auf der Suche nach einem fruchtigen Oud-Duft bist, ist das hier vielleicht genau der Duft für dich. Also vielleicht mal Nase dran, wenn du den irgendwo findest. Und dann habe ich noch den Woody Mood bekommen. Den habe ich mir gewünscht. Und das ist einfach ein richtig, richtig schön holziger, vor allen Dingen viel Styrax. Also ich rieche da enorm viel Styrax raus. Mag den richtig gerne. Das ist Olfactive Studio. Mag den richtig gerne. Der ist nicht super krass komplex, der ist nicht super krass out there. Aber der macht das, was er soll, richtig gut. Und das ist einfach ein schöner, angenehmer, nicht zu lauter, holziger Styrax-Duft zu sein. Also, ja, ich mag den gerne. Auch hier top. In diesem Video sind hier auch gefühlt fast nur Sachen dabei, die ich nicht selber gekauft habe. Naja, ob das einen Einfluss hat, wir werden es sehen. Hier auch nicht selber gekauft. Mysticum The Color of Air. Richtig schöner, fruchtig, herber. Es ist Grapefruit, es ist irgendwas anderes, es ist Yuzu. Irgendwie so Duft, irgendwie clean, so dieses holzig, zitrisch, cleane. Geiles Teil für den Sommer. Man sieht, da fehlt auch schon ein bisschen was. Das Einzige, was ist, und ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Ding ist, aber der Sprüher ist die größte Katastrophe seit Menschheitsgedenken. Also Sprüher, Flop, Duft, Top. Ja, wenn du diesen Duft schon hast oder auch andere Creator-Kollegen, die den haben, ist der Sprüher bei dir auch so beschissen? Also, no shade, aber also honestly, also was ist das? Ansonsten wunderschöner Duft. Oh Gott, jetzt hängt hier alles in der Luft. Oh, das war ein Fehler. Zum Glück ist der frisch und hält auch nicht so geisteskrank lange, aber hält erschreckend gut für wie frisch er ist. Auch ein Top-Duft auf der Exhaust gerochen und verliebt Nocturnal Immortal. Ist anders als die normalen Asemann-Düfte, weil hier zumindest offiziell kein Oud gelistet ist. Keine Ahnung, ob welches drin ist, aber wenn es nicht gelistet ist, ist es schon egal. Julien Rasquinet hat ihn gemacht. Immortel, Lavendel, Heu und ein bisschen Rose. Es ist einfach so ein richtig warmer Herbsttag, so goldener Oktobertag in a bottle. Als ob du durch so einen Wildblumenfeld durchlaufen würdest. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Sehr classy, elegant.
Ich finde es ja immer ein bisschen geil, wenn ich so Look und dufttechnisch so ein bisschen, wenn ich das so clashen kann. Also wenn das halt nicht so miteinander passt, weil warum sollte ich denn nach Meer riechen, wenn ich am Meer bin, you know? Aber ja, den finde ich geil und generell Assmann, geile Brand. Hier ist auch das Assmann Brand Porträt, also wer Interesse hat, so vielleicht. Dann kamen noch 2 Sachen von Paris rein und einmal der neue Balsamier. Das ist ein Myrrheduft und das ist einer der schönsten und ausgeglichensten Myrrhedüfte, die ich so kenne. Der ist süß, der ist rauchig, aber der ist von allem nicht zu viel. Einfach sehr schön elegant abgestimmt. Im Herbst wird das Teil eine absolute Granate. Super unisex tragbar, ist überhaupt nicht zu krass oder zu nischig, aber eine schöne Qualität und dennoch irgendwie was Besonderes. Also hier auch Top-Duft. Ich durfte mir noch einen von Paris Portofino raussuchen. Das sind alle die in diesen blauen Flakons. Die haben alle so eine grob ähnliche Richtung. Und das ist der In Riviera, der hat noch mal so ein bisschen Kräuter mit dabei. Da ist auch noch mal so Meeresbrise, Meeressalz, Akkorde mit drin. Finde ich auch richtig gut. Er hält erschreckend gut für diese Art von Duft. Ich finde ihn nicht screechy synthetisch. Gutes Teil für den Sommer. Also ja, doch, das kann man machen. Schöner Rosmarin und so. Guter Duft. Auch hier wieder top. Ist doch ganz schön freundlich wieder, ne? Hate klickt sich so gut. Soll ich mal was zerreißen? Ehrlicherweise, aber macht ja auch keinen Sinn. Warum sollte ich denn was zerreißen, was ich nicht scheiße finde? Und warum sollte ich über was reden, weil ich richtig scheiße finde? Also wenn ich es nicht da habe. Egal. Wir machen weiter mit, mir wurden 2 Düfte von der Marke Les Destinations, wie auch immer die heißen, wurden mir zugeschickt. Ich durfte mir 2 aussuchen. So, dann habe ich mir einmal den Al-Ula ausgesucht, das ist der Oud-Duft, und den Altai, das ist so ein frischer Duft. Den Altai, den finde ich ganz gut. Der hält nicht krass lange, aber das ist so ein zitrisch, frischer, holziger Duft. Das ist so ein Gym-Duft. Der ist so belebend, refreshing. Ich finde das Packaging ganz nett. Also, das ist jetzt aber nichts, was mich komplett aus den Socken haut, ehrlicherweise. Aber ganz im Ernst, 50 Euro, 50 Euro, ja. 50 Milliliter, 120 Euro. Ja, kann man machen. Also mal testen. Ist es immer, also für mein Dafürhalten ist immer noch irgendwie kreativer als die Designer, aber ja, muss man sich vielleicht einfach mal angucken. Wenn der dir total gut gefällt, freut mich das. Den finde ich hier wirklich easy to wear, so im Sommer oder im Gym oder sowas geht der voll gut, der Altai. Der Al-Ula ist so ein Oud-Duft, der kein Oud-Duft ist. Der hat so dieses leicht, ja, ich sag mal, diesen arabischen Charme, ohne dass es jetzt wirklich ein richtiger Rose-Oud-Duft wäre. Der ist sehr angepasst. Der hat eine verflucht gute Bewertung auf Parfumo. Ich finde, die Haltbarkeit ist okay. Ja, also mit dem gehst du niemandem auf den Sack. Den kannst du ins Büro tragen und so. Brauche ich jetzt einen Oud-Einsteiger-Duft, der keinen Oud hat? Weiß ich nicht. Also ich persönlich brauche den jetzt nicht. Wenn du nach sowas suchst, um in diese Oud-Einsteiger-Geschichte zu gehen, kannst du dir den voll gerne mal angucken. Vielleicht ist das genau dein Ding. Der ist wirklich gut bewertet auf Parfumo. Für mich ist es jetzt eher ein Flop. Ich sag's mal so. Also ich bin jetzt nicht over the moon. Und weil ich dazu sagen muss, ich habe den aus Versehen, ich hatte den noch auf dem Pulli und habe dann was anderes drüber gesprüht am nächsten Morgen. Und dann hat das hier ganz schön schweißig gerochen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Kreuzkümmel drin, der mir vorher nicht so würzig aufgefallen ist. Ist okay, ist keine Offenbarung. Von keiner Offenbarung zur absoluten Offenbarung. Angelos Creations Olfactifs, eine Brand aus Griechenland, der liebe Angelos, hat einen Duft gemacht für seine Oma. Der kam vor Jahren raus, als seine Oma gestorben ist. Die Oma wurde 104 Jahre alt. Jedes Jahr zum Geburtstag der Oma kommt dieser Duft neu raus. Und ich habe mir dieses Jahr den auch endlich gekauft, weil meine Oma in diesem Jahr auch gestorben ist. Und das ist so mein Tribute-Duft für meine Oma. So, wenn man sich an die Oma erinnern möchte. Weil der riecht halt schon so ein bisschen nach Oma, aber in all the good ways. Es ist ein klassischer Chypre-Duft, super würzig, sehr, sehr aromatisch, floral, animalisch. Also
einfach alles drinne, was du dir eigentlich nur so wünschen kannst. Ist eine absolute Liebeserklärung von ihm an seine Oma und ja, dachte ich mir, das nehmen wir mit. Ist die Nummer 84 von 104. Seine Oma wurde 104, meine nur 84. Dementsprechend, ja, einfach so ein Seelenstreichler-Duft. Als ich den das erste Mal gerochen habe, vor 2 Jahren, habe ich einfach für 3 oder 4 Stunden ugly crying mäßig da gesessen und musste so an meine Oma denken, die zu dem Zeitpunkt schon im Pflegeheim war wegen ihrer Demenz. Ja, aber wunderschönes Teil und Angelos im Allgemeinen macht einfach zauberhafte Düfte. Also hier top, 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 hohe Empfehlung, top. Ja, weiter geht's mit einer Brand, die mir ihr komplettes Line-Up zugeschickt hat und ich dachte, die schicken mir ein Sample-Set. Nee, ich habe insgesamt 4 Full-Sizes bekommen von Art Brüt, hätte ich jetzt mal so ausgesprochen, aus Deutschland. Die haben schon eine geile Ästhetik. Das ist alles sehr cool. Also das muss ich denen lassen. Die sehen super kreativ aus. Von den 4 Düften gefällt mir so richtig allerdings nur einer. So, und das ist hier der German Angst. Den finde ich geil. Der hat irgendwie was von, ist sehr außergewöhnlich. Der hat so was Bitteres. Hat fast schon was so von so einem Kräuterschnaps oder so. Also irgendwas stört da drin, aber das stört auf so eine kreative und coole Art und Weise. Also German Angst, oder das ist German Angst 2, finde ich richtig geil. So, das ist Top-Duft für meinen Geschmack. So, Chasing Ghosts, den finde ich im Start auch ganz cool und auf Papier finde ich den auch ganz cool. Und dann auf meiner Haut wird der einfach pures Popcorn. Pures Popcorn, der wird so pudrig und starchy und sowas, dass mir das zu krass ist. Also, ich habe den jetzt hier ich habe mir den jetzt extra nochmal aufgesprüht, um zu gucken, ob ich mich vielleicht getäuscht habe. Ich hatte den halt im Gym drauf, weil der Start, besonders auf dem Papier, ist eher so frisch würzig. Das Ding, also schwierig. Also, das ist nicht meins. Also, vielleicht ist Flop zu viel gesagt, aber wenn du Popcorn magst, ist das vielleicht genau dein Duft. Wenn nicht, halte ich von dem fern. Also, es ist wirklich, das ist nirgendwo Popcorn gelistet und so. Ja, nicht so meins. Disco Disco, noch ein Duft von Art Brüt. Auf den Streifen rieche ich fast gar nichts. Auf der Haut wird der auch pudrig und süß und entwickelt sich erst so mit der Zeit. Ich finde, das fühlt sich so an, als ob die die Kopfnote vergessen hätten. Und der wird später pudrig, Leder mit Honig. Nee, auch nicht so meins. Ich weiß auch nicht, an was für eine Disco sie gedacht haben. Also das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Disco-Duft. Aber ey, who am I to judge? Die kommen aus Berlin. Berliner Clubkultur bin ich jetzt auch nicht ganz so vertraut mit, sagen wir es mal so. Ja, nee, ehrlicherweise der Disco auch nicht. Wenn du Iris magst und sowas Musky, Patchouli, aber irgendwie sehr leicht, dann ist es vielleicht genau der Duft für dich. Für mich, nope. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, der schlimmste von der Reihe ist der Weltschmerz. Ich finde den Titel so geil. Ich finde das Artwork so geil. Und dann ist es einfach so ein übertriebener Pfirsich mit Honig und keine Ahnung was noch allem. Also der ist schon auf dem Streifen so, dass ich mir denke, den will ich auf gar keinen Fall auf der Haut haben. Also das ist so, nee, nee, das ist so künstlicher Pfirsich-Eistee vielleicht, trifft's halbwegs. Nee, hat mich nicht abgeholt. So gar nicht, leider. Also, I'm sorry. Sample Set hätte es auch getan. Und das klingt so undankbar und blöd, ne? Also, das will ich auch gar nicht sein. Vielleicht die 3, die ich nicht leiden kann, werde ich früher oder später mal so giveawayen. Was hältst du denn davon? Kann jemand aus meiner Community die Sachen gewinnen, wenn sie denn Bock drauf haben? How about that? Dann Duft mit Lieblingsbrand Nibiru, der Acarias Vetiveris 2. Das ist der ultimative Sommerduft. Das ist der zugänglichste Duft von Nibiru. Zitrus, Vetiver und Tee. Und das in einer so geilen Qualität und der ist so erfrischend und belebend. Ist nicht dieser langweilige Zitrus-Vetiver, sondern der hat schon nochmal so einen Twist mit dabei, gerade durch den Tee. Und was ich hier richtig krass finde, du hast so eine richtige zitrische Fruchtigkeit mit drin, so als ob du die Zitrone
schon fast eine süßliche Zitrone, in die du reinbeißen kannst, ohne dass du dir das komplette Gesicht verziehst. Mir läuft das Wasser gerade im Mund zusammen, weil ich nur dran denke. Richtig schöner Duft. Ich bin gespannt, wie lange der Stock hält. Ich hoffe, er ist bald ausverkauft. Geiles Teil. Unbedingt empfehlen. Also hier absolut top. Wir bleiben mal bei den Lieblingsbrands. Zoologist Musk Deer ist ein Duft, so ein typischer Duft von brauche ich eigentlich nicht, will ich aber haben. Und dann habe ich den im Zug gesehen und da ist halt quasi, also da ist wirklich nichts gesprüht dran. Preis war super fair, ist auch ein richtiger Zoologist-Duft. Mittlerweile sind da ja auch gerne mal Fälschungen unterwegs, also da aufpassen. Glück gehabt hier quasi, aber ja, wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich finde, der Musk Deer hat wenig mit Moschus zu tun, ehrlicherweise. Für mich ist das edler Cola Skin Scent. Also der hat so einen Vibe von so einem Enigma oder so. Ich rieche hier voll krass Cola. Cola ist nicht gelistet, das ist wahrscheinlich der Kardamom mit noch den anderen Gewürzen. Der ist sehr luftig auf meiner Haut. Der strahlt so gut wie gar nicht bei mir tatsächlich. Der ist einfach nur so ein edler Herrenduft. Wie gesagt, Moschus, I don't get it at all. Muss ich da ausnahmsweise wirklich mal sagen. Also das ist, glaube ich, das Zoologist-Parfüm, wo ich die Tierassoziation am allerwenigsten bekomme und sehe. Aber der Duft ist halt schön. Braucht man den? Nein. Ist der super krass außergewöhnlich? Auch nein. Mag ich ihn trotzdem? Ja. Und ich glaube, den kann man echt, das ist so ein Dumb Reach. Sogar mein Mann findet den gut. Deswegen daher quasi richtig top. Das passiert nämlich leider echt nicht oft. Ja, aber schöner Duft. Mal riechen. Und ja, ich finde die alten Flakons halt doch so ein bisschen schöner, zumal ich von den neuen bisher nur einen habe. Deswegen hier auch happy, die alte Version gekriegt zu haben. Wir sind fast durch. Gabbard kriegt man auf Social Media, glaube ich, zumindest relativ gut mit. Die machen tolles Social Media Marketing. Die legen das sehr in gute Hände und deswegen fühlte ich mich sehr geehrt, dass sie mir den hier geschickt haben. Das ist der Swim. Und der Swim ist auch so ein richtig geil grüner Duft. Also stark auf dem Galbanum, viel Tee und so ein bisschen Feigenblatt, feige Zeug. Das ist genau mein Fall. Richtig schön für den Sommer, sehr erfrischend. Ist so ein bisschen, damit kannst du deine innere Gartennymphe so ein bisschen rausarbeiten. Ich verstehe nicht, warum er Swim heißt. Mich damit auch, glaube ich, vielleicht nicht zu viel auseinandergesetzt. Der kam jetzt vor 2-3 Tagen an. Ich habe ihn schon 2-mal getragen. Schöner Duft, machst du nichts mit falsch. Ist sehr inoffensive. Ja, ich würde nicht sagen zurückhaltend, aber der schreit halt nicht. Das ist so ein netter Duft. Der geht auch voll gut im Gym, der geht voll gut im Büro. Ist einfach so, das ist so ein weißes Leinenhemd als Duft. You know? Also sowohl Männer, Frauen, jeder kann das tragen, es steht jedem, es ist so effortless, pseudo-chic. Mag ich wirklich gerne. Und dann einen Duft, den ich mir gekauft habe und es ist einfach auch der vorletzte oder der letzte, den es überhaupt noch gibt, weil der wurde eingestellt, ist der Grimtail von Lefrag. Den habe ich dieses Jahr auf der Exhaust riechen können, weil ich mich mit der Besitzerin von der Marke getroffen habe und die hat mich einmal so durch ihre Marke geführt. Cool, und der ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und jetzt in der Flasche, ehrlicherweise, ich hatte den anders in Erinnerung, aber was du auf einer Messe riechst, wo du 500, 600 andere Sachen auch gerochen hast, wie es dann zu Hause riecht, ist nochmal so ein bisschen was anderes. Ich habe den viel stärker in Erinnerung. Der ist schon fast schwach. Der hat eine schöne Kreuzkümmelnote mit drin. Der hat schöne weidige Aspekte mit drin. Gemacht ist er von Miguel Matos. Ist halt schon, also wahrscheinlich ist er für viele Leute zu freaky. Mir ist er fast eine Spur zu sanft. Ich habe mir den brutaler vorgestellt. So, wahrscheinlich kann man ihn so viel häufiger tragen. So leichte animalische Facetten mit drin. Ich finde es geil, dass ich den letzten Flakon gekriegt habe. Und von daher ist es jetzt so ein Sammlerding. Aber ja, also cooler Duft. Ein anderer Duft von Lefrag ist auch gerade auf dem Weg. Den habe ich auch gekauft. Mal gucken, ob der mehr meiner Erinnerung, ob das besser matcht. Aber ansonsten immer noch ein cooler Duft, also gar keine Frage. Der letzte Duft im heutigen Video, ja, ich gucke nochmal, ja, der letzte Duft, es waren echt viele,
ist der Eye of God von Elam. Der kam, wenn ich dieses Video aufnehme, heute an. Also schneller Content liefern kann ich dann auch nicht. Es ist ein Duft gemacht von Andreas Wilhelm und es ist so ein udiger, trockener Duft. Der ist verflucht holzig. Der ist meiner Meinung nach überhaupt nicht animalisch stinkig. Ist kein klassischer Rose-Oud-Duft. Also ich glaube, die Rose ist einfach nicht drin. Der ist einfach sehr, sehr holzig und sehr trocken. Ist sehr, sehr holzig, hat Zuckerwatte gelistet, die ich überhaupt nicht rauskriege. Ich finde den auch nicht süß. Rauchig, dunkel, holzig, mit Birkenteer und so. Das ist schon ein schöner Duft. Das ist so ein, und das soll jetzt in keinster Weise despektierlich klingen, das ist so ein Oud for Greatness mit Oud und ohne die Baccarat Rouge DNA. Aber der könnte genauso easy to wear, easy to rock sein, weil der ist zwar dunkel und rauchig und holzig, aber ist halt nicht zu dunkel, zu rauchig, zu holzig. Also, ja. Ich finde den ganz schön. Der kam heute rein. Ist so ein Duft von, teste den mal. Also 200 € 50 ml. Blind kaufen. Generell hier bitte nie. War das jetzt brutally honest? Wird Art Brüt nie wieder mit mir zusammenarbeiten? Bekomme ich Unterlassungsklagen? Wir werden es sehen. Eigentlich fand ich mich ziemlich nett. Und ansonsten, ja, wenn dann wieder viele Sachen reingekommen sind, so um die, ich würde mal sagen, ich peile mal so zwischen 10 und 15 Düften, peile ich jedes Mal an, bis ich mal hier wieder so ein Video mache. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, wie du diese Art von Videos findest. Ob ich das einfach sein lassen soll. Also wenn du das total scheiße findest, dann schreib mir das gerne. Also Kritik ist willkommen. Ich kann damit umgehen. Und wenn es dir gefällt, dann ja, freue ich mich auch über ermunternde Worte. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Viel Spaß, schönen Abend, Tag, was auch immer, wann auch immer du dieses Video siehst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.